In diesem Video möchte ich euch einen kleinen, aber feinen Unterschied beim Trockenbürsten erklären und was genau eine Texture Palette ist. Und vor allem, wie ihr so ein Tool ganz einfach und schnell selbst bauen könnt. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Vielleicht ist es euch in den TWS-Videos der vergangenen Monate bereits aufgefallen. Ab und zu habe ich beim Trockenbürsten oder Tupfen von Modellen den Pinsel vorher nicht an einem Küchentuch, sondern auf einem anderen Untergrund abgerieben. Und zwar entweder auf einem Stück Anti-Rutschmatte oder Styropor. Und wer die Videos vom Kanal Artis Opus kennt, dem sind dort sicherlich auch schon mal die gravierten MDF-Brettchen aufgefallen, auf denen Byron immer seine Pinsel abreibt. Doch was genau macht da denn nun den Unterschied gegenüber einem Küchentuch? Nun, reibt man seinen mit Farbe versehenen Pinsel auf einem Küchen- oder sonstigen Tuch trocken, setzen sich nicht nur die Farbpartikel auf dem Tuch ab, sondern auch die Feuchtigkeit, sprich der Wasseranteil in der Farbe. Die Restfarbe, die dann noch auf dem Pinsel verbleibt, ist damit quasi richtig trocken, was beim Bürsten über Modelle für einen staubigen Effekt sorgt. Manchmal ist so ein körniger Staubeffekt aber gar nicht gewollt. Vor allem, wenn man eigentlich per Bürsten oder Tupfen besonders weiche Farbübergänge erzeugen möchte. Dafür ist dann nämlich die Feuchtigkeit in der Farbe wichtig, weil sie dafür sorgt, dass die Farbe eher als dünne Schicht und quasi wie bei einem Blending aufgetragen wird. Und nicht als mikroskopisch kleine Trockenbürstklümpchen, übertrieben gesagt. Man kann diesen Blending-Effekt sogar unterstützen, indem man den Pinsel minimal anfeuchtet. Zum Beispiel, indem man ihn kurz über ein feuchtes Tuch oder Schaumstoffstück streicht oder tupft. Wenn ihr mehr zum Thema Tupfen wissen möchtet, habe ich euch oben ein passendes Tutorial verlinkt. Um beim Herausreiben der Farbe also nicht die Feuchtigkeit zu verlieren, braucht man statt eines saugenden Untergrundes wie bei einem Küchentuch stattdessen einen nicht saugenden Untergrund. Das kann wie zuletzt bei mir ein Stück Anti-Rutschmatte oder Styropor sein. Hauptsache, die Fläche ist ein wenig rau. Aber nicht so rau wie zum Beispiel grobes Schleifpapier. Das würde nämlich schnell eure Pinsel verschleißen lassen. Kommen wir nach all der Theorie aber nun zum Bau einer Texture Palette, zu der manche auch Dry Palette sagen, auch wenn das streng genommen etwas anderes ist. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal einen knackigen deutschen Namen, und zwar Trockenbürstpalette. Wenn's ganz schnell gehen soll, nehmt einfach ein Stück Kork. Das gibt's im Baumarkt oder von einer alten Pinnwand, ist leicht rau und definitiv nicht saugend. Schließlich schwimmt Kork immer oben und wird ja auch zum Verschließen von Flaschen verwendet. Wenn eure Trockenbürstpalette aber etwas mehr hermachen soll, schnappt euch ein dünnes MDF-Brettchen von zum Beispiel 25 x 30 cm und 1 cm hohe Leisten, um damit einen passenden Rahmen zu bauen. Und damit eure Trockenbürstpalette nicht verrutschen kann, klebt einfach noch etwas Kork oder Filz auf die Unterseite. Schneidet danach ein entsprechend großes Stück Styropor zurecht, das ihr dann passgenau in den Rahmen legen könnt. Dünne Styroporplatten gibt's im Zweifelsfall günstig im Baumarkt und der Vorteil ist, dass deren Ober- und Unterseiten leicht rau sind. Ideal zum Abstreichen von Farbe. Schon habt ihr eine fancy Trockenbürstpalette, bei der ihr die Styroporfüllung sogar auswechseln könnt, sollte sie irgendwann zu unansehnlich sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und Einweihen eurer neuen Trockenbürstpalette. Und bevor jemand fragt, ein Video mit vielen Tipps und Tricks rund ums Trockenbürsten ist bereits in Planung. Aber erstmal sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!